Hallo und willkommen zu einem neuen Video zu dem Spiel State of Survival. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich euch ein paar Highlights von meinen Kampfberichten mal vorstellen, die sich so über die Zeit angesammelt haben. Ich spiele das Spiel jetzt ja schon über ein Jahr und ihr könnt sehen, den Bericht, den ich gerade offen habe, der ist vom November 2019 und jetzt haben wir Oktober 2020. Also das ist der Bericht, der jetzt schon 11 Monate her ist. Ihr könnt auch sehen, ich hatte noch eine andere Allianz, PND war ich vorher. Punks Not Dead hießen wir, glaube ich. Und eine Kampfkraft von 25 Millionen Punkten. Auch die Helden waren noch nicht so hoch gelevelt. Und ja, das war ein Bericht, wo ich angegriffen wurde und der Gegner knapp 30.000 Truppen verloren hat. Gerade in der Anfangszeit tut das richtig weh, wenn man noch nicht so viele gebaut hat. Und da dachte ich, ich zeige euch mal ein paar Highlights, die sich so angesammelt haben über die Zeit und der ein oder andere kann vielleicht was mitnehmen. Vor allem, wenn ihr in den neuen Staaten jetzt unterwegs seid, also das Spiel noch nicht so lange spielt, könnt ihr auch die Entwicklung so ein bisschen sehen, die ich dabei gemacht habe. Also viel Spaß, legen wir los. Bevor ich hier tiefer eingehe in die Analyse, professionelle Analyse, alles klar, von diesen Berichten, nochmal zur Erinnerung, wenn man angegriffen wird, verliert man selbst keine Truppen, es sei denn, das Krankenhaus ist voll, dann geht ein Teil in die Musterung und ein Teil geht verloren. Hier in dem Fall war es genau so. Diese Andrea hat mich angerufen, es war damals angegriffen. Es war damals Kill-Event, das heißt, man hat Punkte bekommen, wenn man jemand anders angreift. Und das hat sie hier versucht, hat aber nicht damit gerechnet, dass ich noch eine Menge Truppen drin habe. Das heißt, 194.000 hatte ich insgesamt. Sie hat mit 84 angegriffen. Wenn wir mal ein bisschen runterscrollen, ihre Werte sind zum Teil ein bisschen besser. Manchmal führe ich auch sehr ähnliche Werte. Aber dadurch, dass ich so viele Truppen drin hatte, da gehen wir nochmal in Kampfdetails rein. Wenn wir hier sehen, gerade Infanterie ist ja sehr wichtig für die Verteidigung. Wir müssen weiter runter scrollen, sehr viel kleinere Truppen auch. Und sie hat wirklich hier mit Level 8 Truppen schon angegriffen. Hat aber, guck mal, das kann man hier auch sehen, mit viel zu wenig Infanterie angegriffen. Deswegen war es auch wirklich klar, dass sie hier verliert. Damals wusste man das noch nicht, oder ich wusste es damals auch noch nicht, dass Infanterie ja sehr wichtig ist. Das heißt, davon immer eine Menge schicken, wenn ihr gewinnen wollt. Aber man verliert auch mit am meisten von Infanterie. Ja, das war der allererste Bericht, den ich mir hier abgespeichert habe. Und gehen wir mal nächsten zu dem, den ich noch besser finde. Und zwar ist das dieser hier, weil hier hat der Gegner eine Rallye auf mich gestartet, verloren, und zwar 340.000 Truppen verloren. Das tut richtig, richtig weh. Das ist einer meiner Lieblingsberichte und den schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Das Zusammensetzen, wie man einen Kampf gewinnt, ist ja in viele verschiedene Faktoren eingeteilt. Einer ist ja der wichtigen, der Stats, also der Werte, die man hat, die sich ja zusammensetzen, aus welchen Helden man schickt, wie hoch man die Heldenausrüstung gelevelt hat, wie weit die Forschung ist, etc. Und auf der linken Seite könnt ihr die Werte von mir sehen, wobei das nicht meine waren. Also ich hatte Verstärkung drin, gehen wir nochmal kurz hoch. Ich hatte damals noch keine 1,1 Millionen Truppen. Das heißt, mich haben eigene von der Allianz verstärkt und mich wurde mit knapp 1 Million Punkten angegriffen von Attack. Der hat sehr viel Geld ausgegeben, wie man sehen kann. Der hatte damals schon Lucky auf 80. Das ist ja der erste Held, den man am Anfang mit Geld über VIP-Punkte kaufen kann. Hat also ordentlich Geld investiert, hat dementsprechend auch schon gute Werte. Hier schon über 300er% und hat auch mehr Werte als ich, also bessere. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Da gehen wir jetzt mal in die Kampfdetails nochmal rein. Und da hängt es dann auch an verschiedensten Sachen dran ab. Zum einen, welche Truppenlevel du hast. Hier kann man das gut sehen. Ich hatte Level 9 Truppen und auch recht viele Verwüster. Das ist ja Infanterie. Ich habe es gerade eben schon erwähnt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das sind mit die wichtigsten Truppen zum Angreifen, aber auch zum Verteidigen. Die halten eine Menge ab, sterben aber leider auch recht schnell. Aber die haben hier mir dabei geholfen zu gewinnen. Gehen wir ein bisschen weiter runter. Hier hatte ich dann nochmal 9er Truppen drin. Nochmal 9er Truppen. Hier hatten wir Matze. Der hat auch schon 10er Truppen gehabt. Alsator hat mir auch 10er Truppen geschickt. Varko hatte auch schon 10er Truppen und auch ein paar 9er. Ich glaube, das war's. Florian auch nochmal dabei mit 9er Truppen. Und dann kam jetzt der Gegner. Der hatte hier, als er angefangen hat, mit seinen Stats
10er-Truppen. Hier sieht man auch richtig, wie das wehtut, dann 18.000 Truppen von Infanterie verlieren. Aber hier sieht man auch schon, dass er es richtig gemacht hat. Er hat also mehr Infanterie geschickt, weil er hier auch wusste, okay, da braucht er die, um die zu gewinnen. Gehen wir weiter runter. Hier waren wieder 10er-Truppen mit drin. Hier hatten wieder 9er-Werte, auch wieder 9er-Werte, nochmal 9er-Werte, 9er-Truppen und nochmal 10er-Truppen und nochmal 9. Ja, das heißt, mehrere Gründe, warum habe ich jetzt gewonnen. Zum einen, ja, ich hatte eine höhere Anzahl von Truppen, ich hatte mehr 10er-Truppen drin. Und obwohl der Gegner also bessere Werte hatte, habe ich im Endeffekt trotzdem gewonnen. Und der hat richtig, richtig viele Truppen richtig verloren. Ja, ich hatte auch eine Menge im Krankenhaus. Es dauert ein paar Tage, bis die wieder geheilt sind. Aber die hat man dann wieder. Und bis man 340.000 Truppen, also natürlich nicht eine Person, sondern alle, die in der Rallye mit drin waren, wiedergebaut haben, ja, da braucht man schon ein paar Wochen. Und das ist echt unangenehm. Also da muss man aufpassen, dass man sich hier dann wirklich sicher ist, dass man das gewinnt, oder man lässt es lieber bleiben. Aber da habe ich gleich noch ein paar schöne Berichte, wo man das sieht, wo ich auch einen Fehler gemacht habe. Ich glaube, es war sogar der hier. Wenn wir mal eins höher gehen. Nee, das war noch ein anderer. Okay, den schauen wir uns aber gleich nochmal an. Wenn ich den jetzt hier schon geöffnet habe, gucken wir uns den auch mal kurz an. Und hier habe ich verloren. Aber ich habe keine Truppen verloren, denn dieser Kampf hat auf einer Farm, also in einem Ressourcenfeld stattgefunden. Und wenn man dort kämpft, verliert man keine Truppen, ist ja denn, das Krankenhaus ist wieder voll. Aber sonst ist man da in dem risikofreien Bereich unterwegs. Ja, und das war ein Test. Und zwar hatte ich hier mit Vito geschrieben. Und da hat er neue Helden gehabt und er wollte mal austesten, ob er mich schlagen kann, wenn er nur 80.000 Truppen benutzt und ich habe 127.000. Und wie man sieht, er hat gewonnen, also ich habe verloren, deswegen steht hier jetzt Niederlage. Und gucken wir uns mal die Werte an, die sind schon deutlich unterschiedlich. Vor allem hier bei den Infanteriewerten über 400, Jäger über 400 und Fahrer über 400. Das Einzige, wo ich ein bisschen besser war, hier diese grünen Pfeile, war bei Truppentödlichkeit und Infanterietödlichkeit. Das hat aber nicht gereicht. Das heißt, wir gucken uns gerne nochmal die Kampfdetails an. Er hat mich also selbst mit 80.000 Truppen fertig gemacht. Ich hatte hier jeweils 40 geschickt. Und er ein bisschen mehr Infanterie und sonst auch Kreuzer und Meisterschützen, beides Level 10. Und trotzdem hat er mich damit platt gemacht. Das heißt, man sieht es auch an den roten Pfeilen hier. Was ist da mit zu lernen für euch? Was könnt ihr euch mitnehmen? Nehmt möglichst starke Helden. Also eine der besten Sachen, wenn ihr schnell aufsteigen wollt, versucht eure Helden möglichst auf ein hohes Level zu bekommen. Hier könnt ihr auch schon sehen, das sind die Stufe 3 Helden, glaube ich. Die kommen nicht als allererstes. Die wurden später freigeschaltet. Ich habe hier schon Ash zum Beispiel und Zoe freigeschaltet. Und die hat schon auf einem höheren Level und vor allem auch Miho schon auf Stufe 80. Das ist jetzt die Level 78, weil er da noch nicht genau Erfahrungspunkte reingesteckt hatte. Aber ja, das ist also ein Zeichen. Nehmt mit, möglichst immer die besten Helden, die ihr habt, mitschicken. Und dann könnt ihr selbst, wenn ihr sehr viel weniger Truppen habt, trotzdem noch gewinnen. Gehen wir weiter zum nächsten Bericht und der ist direkt da drüber. Keine Angst, ich stelle jetzt nicht alle vor. Wir müssen jetzt hier nicht noch 2 Stunden weiterreden. Aber der ist noch ganz spannend, denn ihr seht, das ist der gleiche Gegner. 2 Wochen später, da haben wir eine Rallye auf ihn gestartet. Die haben wir zwar gewonnen, aber eigentlich haben wir nicht gewonnen, denn ihr könnt sehen, wir haben 175.000 Truppen verloren bei diesem Angriff. Er hat zwar auch eine Menge im Krankenhaus, aber gut, nach ein paar Tagen hat er die wieder und die ihn unterstützt haben und wir ihm nicht. Also die sind wirklich verloren. Dann können wir uns auch nochmal die Werte angucken. Er war ein bisschen stärker, aber dafür, dass wir mehr Truppen drin hatten, also wie viel waren das? Genau, wir haben fast mit einer vollen Rallye angegriffen, also über 900.000 und er hatte knapp 700.000 drin. Und das ist auch wieder so ein Zeichen, überlegt euch gut, wenn ihr Rallyes startet, weil zum einen die Gegner dann Zeit haben, sich untereinander verstärken zu können und zweitens, eigentlich ist immer der angreift, der die A-Karte hat, denn der hat meistens Verluste und der andere hat eben nur Verluste, wenn sein Krankenhaus schon überfüllt ist. So, wir hatten jetzt also schon eine Verteidigung von mir, eine Rallye-Verteidigung, einen Angriff, den ich verloren habe, eine Rallye, die ich gewonnen habe. Und jetzt schauen wir uns mal noch einen Einzelangriff an, der noch ganz interessant ist, denn hier hatte ich keine Verluste, obwohl ich angegriffen habe. Und das ist nämlich der Fall, wenn ihr das Wasser-Event macht.
Das war nämlich aus dem Wasser-Event und hier kann man Angriffe starten, ohne dass man Verluste hat. Das ist das Ende des Events, bekommt man die wieder und das ist ganz praktisch, denn hier kann man testen, wie stark ist man denn und einfach mal ein bisschen Leute angreifen. Und das ist auch einer meiner Highlights. Ihr könnt sehen, ich habe mit 160.000 Truppen über 600.000 platt gemacht und wir schauen uns mal an, woran das lag. Eigentlich kann man schon sehen, und zwar hier bei den Helden. Ich habe meine stärksten Helden geschickt und er hat, weiß nicht, das ist wahrscheinlich sein 3. oder 4. Marsch, also die anderen waren alle unterwegs und deswegen hat er hier teilweise Helden, die sind auf der 1. oder 2. Stufe gewesen und deswegen sind seine Werte auch dementsprechend schlechter. Ihr könnt sehen, ich bin hier überall drüber mit diesen grünen Pfeilen, teilweise auch deutlich, nur bei dem Jäger nicht. Hier bin ich nur leicht drüber und das hat gezeigt, dass ich hier wirklich gewonnen habe. Und das, obwohl, gucken wir uns nochmal die Kampfdetails an, er wirklich sehr viel Infanterie sogar drin hat, über 300.000 und auch die anderen 10er-Truppen, also sehr ähnliche Ausstattung, aber eben seine Helden waren nicht die stärksten drin. Das heißt, das könnt ihr hier mitnehmen. Achtet darauf, wenn ihr angegriffen werdet, dass ihr möglichst eure stärksten Helden zu Hause habt. So, 2 Angriffe möchte ich euch noch zeigen. Und zwar haben wir hier auch einen besonderen, der zum Zeitpunkt des Krieg des Staaten-Events passiert ist. Das heißt, andere Spieler sind zu uns in den Start 21 gekommen und haben versucht, Punkte zu machen. Und hier könnt ihr sehen, dass ich gewonnen habe. Und Naata Panda hat angegriffen. Und das Besondere ist hier, dass sie ihre ganzen Level auf ihre Helden auf maximal Level hatte. Alle Ausrüstung hat, das heißt hier komplett Gold, goldene Medaillen und auch viel, viel, viel bessere Werte, also 500er, 600 Werte, hier der Truppenangriff auch über 100. Das heißt, sie hat sehr, sehr viel mehr Power als ich und ich habe trotzdem gewonnen, aber das liegt einfach nur daran, dass ich viel, viel, viel mehr Truppen habe. Wenn man sich mal anguckt, 1,5 Millionen gegen 170.000. Und ich habe auch mehr Kampfkraft verloren. Also hier 8 Millionen gegen 6,5 Millionen. Das heißt, hätte ich ein bisschen weniger gehabt, wäre das ganz schön böse ausgegangen. Jetzt liegt es hier aus, okay, ich hatte eine Menge im Krankenhaus und auch ein paar wenige Verluste. Davon gehen die meisten ja in die Musterung. Das heißt, dieser Angriff war jetzt nicht so schlimm für mich. Ihr könnt aber also sehen, man kann auch mit genügend Truppen sich schützen gegen sehr starke Spieler, zumindest Einzelangriffe. Rallyes sind nochmal ein anderes Thema, aber wenn euch ein ganz starker Spieler angreift und ihr habt genug Truppen, ist auch das noch schaffbar. Den letzten Bericht, den ich noch mal zeigen möchte, ist jetzt ein ganz aktueller und zwar von vor ein paar Tagen. Und wer meine anderen Videos verfolgt hat, hat ja gesehen, dass ich gespart habe eine Weile, um bei dem letzten State vs. State Event gut loszulegen und jetzt auch hier Julie schon auf 80 habe, also bessere Werte. Und hier habe ich jetzt einfach mal jemand angegriffen und der hat sogar mehr Truppen. Und ich habe gewonnen. Ja, es ist nicht so eindeutig gewonnen, also ich habe schon eine Menge verloren. Aber wenn wir uns die Werte mal angucken, er hat bessere Ausrüstung als ich. Also er hat lila Ausrüstungsteile und zwar alle schon voll. Und hier oben auch bessere Truppenverteidigung und Truppenangriff. Und trotzdem habe ich ihn jetzt geschlagen. Hauptsächlich sieht man das hier, das liegt an Julie, an dem neuen Held, der jetzt über 500er Werte hat. Aber das Besondere ist, dass ich sogar nur Stufe 2 Truppen hatte und Stufe 1 Truppen, also diese neue Sterne, die man ja seit ein paar Monaten bekommen kann, dass man sich hier noch Level 30 höher dann mit Sternen geht es dann weiter hochlevelt. Ihr könnt hier also sehen, ich hatte 2er und 1er. Und der Gegner hatte sogar schon komplett 3er-Truppen. Das heißt, er hat eigentlich stärkere Truppen gehabt, hatte mehr Truppen und ich habe trotzdem gewonnen. Jetzt, obwohl er hier auch lila Ausrüstung hatte. Und ja, das freut mich, das macht ein bisschen Spaß. Jetzt bin ich auch wieder ein bisschen weiter oben dabei. Natürlich jetzt nicht in den obersten Bereichen bei uns im Start, aber ich kann wieder ein bisschen hier mitmachen und könnt sehen, meine Kampfkraft ist auch jetzt auf 190 Millionen hoch, wenn man nochmal ganz runter geht zum Anfang. Das erste von vor einem Jahr war 25, das heißt, ihr braucht Geduld, aber wenn ihr hier durchhaltet und fleißig mitspielt, die ganzen Aufgaben macht, die immer so dran sind, dann könnt ihr auch hier in den oberen Bereich aufsteigen. So, das war's zu der kleinen Vorstellung, ein paar Highlights meiner Kampfberichte. Wenn ihr euch Themen wünscht, schreibt die doch gerne in die Kommentare. Sonst, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und wir hören uns bei einer meiner nächsten Videos. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald.